Müssen wir jetzt einfach gesehen haben hier. Scheiße. Große Scheiße. Sollte das hier kein Problem sein. Good morning. Es ist noch recht früh, auch wenn die Sonne schon recht gut raus ist. Also, weiß ich nicht, 6:45 oder so. Heute geht es nach Maribor, zumindest in die Richtung. Ich weiß noch nicht, wie weit. Es ist jetzt der größte Fahrtag wahrscheinlich, weil ich einfach auch gerne den Osten halt sehen wollte. Das ist jetzt quasi der Hauptgrund, überhaupt nach Slowenien gekommen zu sein. Aber mir läuft auch ein bisschen die Zeit davon, weil ich auch irgendwann wieder nach Hause muss. Und deswegen wird es wahrscheinlich heute ein langer Fahrtag und dann wahrscheinlich doch wieder ein Hotel in Maribor. Ich wollte eigentlich noch mal campen, aber das ist so ein bisschen, das wird dann alles zu knapp, weil man halt auch nicht so nah an Maribor campen kann. Kann man zwar, da gibt es auch einen guten Campingplatz, der ist recht nah dran, aber halt nicht in Laufweite. Da muss man immer reinfahren und ich weiß nicht, ob ich das packe. Plus Zelt abbauen, Zelt aufbauen, das kostet immer Zeit. Und ich will für die Rückfahrt dann auch wirklich wieder früh los. Also jetzt geht es erstmal richtig schön über ein paar ordentliche Pässe Richtung Maribor, Richtung Nordosten. Erst Richtung Norden raus und dann so schön durchs Weingebiet. Der letzte Teil meiner Slowenien-Reise startet in Ljubljana. 7:53, ja? Das hätte früher sein können. Das hätte auch deutlich später sein können. Geplante 256 Kilometer, eigentlich okay. Kommt halt ein bisschen jetzt drauf an, wie heftig sie werden, wie kurvig und wie klein. Es geht jetzt erst raus aus Ljubljana, relativ flott, und dann einmal nach Österreich rein und wieder aus Österreich raus über den Seefeld-Sattel rein, über den Paulic-Sattel raus, und dann fahren wir durchs slowenische Weingebiet über so ein paar kleine Schatten, und ich habe jetzt auch die Strecke um Rombla, weiß ich nicht, war so eine Empfehlung von dem Pass. Das ist so ein Skigebiet angeblich. Es kann aber sein, dass das Schotter ist. Und da weiß ich noch nicht, ob ich da fahren werde. Was definitiv seit dieser Tour auf der Liste steht, ist mal so wirklich so ein Offroad-Training zu machen. Damit man nicht beim ersten kleinen Steinchen gleich denkt, ob ich das kann. Ich muss ja auch sagen, ich finde immer, Ljubljana hat auch immer so ein bisschen so was Retro-Futuristisches. Die Gebäude gehen noch zur Linken. Es gibt aber zwischendurch halt echt so immer so richtige Überbleibsel aus der Blockzeit, wo man echt denkt, oh, das schaut architektonisch echt gruselig aus. Und dann hat man aber auch, wie dieser Tower hier vor uns, wieder was ganz komplett in den letzten Jahren erst fertiggestellte, hypermoderne Architektur. Zwar immer noch blockquadratisch praktisch gut, aber halt modern. Und die Fenster, top klimatisiert, top isoliert wahrscheinlich. Schöner Blick über die Stadt. Wahrscheinlich kannst du sogar die Burg bei einem guten Tag erkennen. Tiefgarage, Fitnesscenter. Was das Herz begehrt. Links alt, rechts neu. Foodburger unten drin, oder Geschäfte. Wenn man so die Berge hier ringsrum anguckt, ich finde immer, Ljubljana hat immer so ein bisschen was von so einem absurden Fantasy-Buch. Ich weiß nicht, wer von euch die Zwerge kennt, aber das hat ja auch die Geschichte ist gut, es ist auch nett geschrieben. Irgendwann werden die Teile, glaube ich, ziemlich langweilig.
dann irgendwann nicht mehr alle gelesen, aber die Fantasy-Welt, da ist quasi auch so ein ganzes Land, das quasi so ein Oval ist und da ist halt ringsum von Bergen umgeben. Als ich das dachte ich halt so, ja gut, da braucht man sich halt nicht viel ausdenken. Hinter den Bergen ist zwar noch immer irgendwas, aber, also wird so in den Büchern gesagt, aber ich muss mir halt nicht ausdenken, was dahinter ist. Also ist meine Welt relativ begrenzt. Ich nenne es mal einen praktikablen Ansatz dazu, eine Fantasy-Welt zu kreieren. Oh Diggi, hier ist 70. Und so ein bisschen erinnert mich Ljubljana da halt immer dran. Ist halt einfach so, du sitzt in der Mitte, guckst ringsrum, es sind nur Berge. Es ist quasi wie in dem Buch. Als ob es eigentlich nicht existieren dürfte. Als ob sich irgendwer ausgedacht hat, nee, das kann eigentlich ist das so einfach. Oder der Autor hat tatsächlich war in Ljubljana und hat sich gedacht, wenn es sowas denn richtig gibt, denke ich mir doch einfach das Gleiche aus. Nur halt ein bisschen eine Dimension größer. Was für ein Panorama. 20 Minuten aus Ljubljana raus. Felder rings um einen rum, eine flache Ebene und dann einfach rundherum Berge. Höhere, weniger hohe, aber einfach komplett rundherum, wie aus so einem kleinen Fantasy-Buch. Das ist echt einfach ein schönes Land. Hier scheinen wir jetzt auf jeden Fall so ein bisschen in dem reichen will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall einen ganz gut gestellten Vorort zu sein. Hier sind jetzt gerade nicht mehr so viele, aber als ich gerade reingefahren bin, waren hier schon recht viele moderne, neue Einfamilienhäuser. Hier wird noch gebaut. Knapp eine halbe Stunde aus Ljubljana raus. Du bist schon am Fuß der Berge. Kann ich mir gut vorstellen, dass sich das hier ganz gediegen leben lässt, so von der Lebensqualität. Oh, man ist hier echt nur im Tal. Und trotzdem geht es hier halt echt schon richtig langgezogene Kurven. Traumhafte Landschaft. Richtig schön. Wir sind schon im Tal. Jetzt geht es erstmal immer noch weiter runter, bis wir dann auf die Passhöhe fahren wahrscheinlich. Das ist absolut traumhaft hier. Es sinkt zwischendurch immer wieder runter und immer wieder hoch, aber es sind tatsächlich schon um die 700 Meter. Auf jeden Fall ist hier im Tal im Vergleich zu Ljubljana auf jeden Fall schon fast angenehm frisch, fast unangenehm frisch. Fast überlegt, ob ich meine Jacke wieder ein bisschen zumache. Was für ein Panorama morgens hier. Willkommen in Österreich. So gut wie.
Es ist ein geiles Panorama. Auf zum Paulitzstadel. Oh, 2 Meter weiter. Kriegt man nochmal so einen richtig krassen Blick auf das Massiv. Spätestens oben wird es ja auch noch was zu gucken geben. Und so sind wir schon wieder zurück in Slowenien. Das ist schon die Passhöhe. Ja, auf der österreichischen Seite. Ich meine, hier ist es auch Wahnsinn. Da war es gerade schon noch ein bisschen spektakulärer. Ich bin jetzt hier durch Zufall, also ja nicht durch Zufall, ich habe mir die Strecke ausgesucht, aber ich wusste nicht, dass das hier ist. Hier ist irgendwie der Eingang zum Loga Valley. Es sieht absolut spektakulär aus, man sieht das gar nicht auf der Kamera, das kann man gar nicht so richtig gut einfangen, aber es ist wirklich absolut spektakulär. Es sind auch nur irgendwie 5 Minuten Fahrt, bis das Tal quasi zu Ende ist, also befahrbar zu Ende ist. Ja, es soll irgendwie Eintritt kosten. Ich habe nicht gefragt, wie viel, aber ich habe jetzt auch nicht vor reinzufahren. Ich würde ja einfach nur reinfahren und wieder herausfahren. Also, aber kann man sich merken, wahnsinnig beeindruckend. Ja, das sah dann doch zu spektakulär aus. Und es sind nur 7 Kilometer rein und 7 Kilometer quasi wieder raus. Ja, wenn man jetzt schon mal hier ist, dann fahren wir jetzt da auch einfach rein. Das ist so ein bisschen wie wenn man an der Einfahrt da zur Engalm vorbeifährt und sich dann da nicht klein Kanada anguckt. Das müssen wir jetzt einfach gesehen haben hier. Boah, ey, man fährt hier echt fast bis unter diese Felswand. Wahrscheinlich dann die Straße weiter. Deswegen darf man da nicht reinfahren. Aber das reicht. Boah. Allein schon diese Vegetation ist auch irgendwie, finde ich jedenfalls, sehr besonders. Also die 5 Euro schon echt gelohnt. Hatte jetzt irgendwie gehofft, dass es da irgendwo am Ende noch so ein Café gibt oder sowas. Oh. Das haben wir gerade auf dem Hinweg gar nicht so richtig gesehen, aber in die Richtung, das sieht nochmal richtig einzigartig aus. Wahnsinn.
jetzt geht's wieder los, rein in die Berge. Diesmal auch wieder ein bisschen, soll unbefestigter werden. Aber die sagen alles entspannt. Kann man alles fahren. Unterhalte ich mich mit dem Tankwart. Frage ihn nochmal, wie das mit der Strecke da aussieht. Dann sagt er so, ja, das ist kein Problem, ist aber halt ein bisschen Schotter. Und dann sage ich ihm, ja, aber ist halt, kann man mit einem normalen Auto fahren. Sagt er, ja, das ist gar kein Problem. Dann sage ich ihm, ja, seit Rumänien habe ich ein bisschen Angst, deswegen muss ich immer fragen. Dann lacht er lauthals los und sagt, das glaube ich dir. Wir aufs Stichwort traumhafte Aussicht und dann 2 Kehren später hört das auf mit dem normalen Asphalt. Schotter und dann wieder Asphalt. So weiter geht. Würde ich sagen, kann man das ganz gut fahren. Das ist halt noch eine Frage, wie man halt vorankommt. Kehren sind scheiße. Oh, aber was für ein Ausblick. Hammergeil. Ja, hier ist auf jeden Fall auch ein bisschen was los. Also, wenn ich das Bike mal umschmeiße. Sollte das hier kein Problem sein. Oh, geil, Ausblick. Es geht ein bisschen rauf, es geht ein bisschen runter. Ja, ich würde jetzt sagen, auch die Asietta war anspruchsvoller, was den Anstieg da anging. Und hier ist auch noch Verkehr. Also, ich habe schon den Darmstädter gesehen. Und Leute mit ihren Campern, also es geht ja alles. Und man kommt auf jeden Fall flotter voran als in Rumänien. Aber das war halt auch heftig. Hier wechsle ich Akkus und Speicherkarten. Leider verbuzzle ich dabei den Adapter für das Helmmikro. Scheiße. Große Scheiße. Oh Mann, ey. Ich fahre zwar nochmal zurück, aber das kleine Stück Technik ist natürlich nicht mehr wiederzufinden. Ich folge der Straße weiter bis kurz vor Sostanj. In einem kleinen Ort halte ich zum Mittag. Ohne Helmmikro kann ich ohne Umschweife Sloweniens Osten genießen, ohne die ganze Zeit Blödsinn zu erzählen.
Also bisher ist Sloweniens Osten genauso schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ruhig, es ist beschaulich, es ist einfach traumhaft schön. Die gelegentliche Schotterpiste muss man mal in Kauf nehmen, aber top ausgebaut, also muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, selbst ich, gebranntes Kind aus Rumänien nicht. Und auch halt völliger Newbie, ne? Ich habe noch nie ein Offroad-Training gemacht. Aber es ist echt schön. Und ja, ohne so einen Mikrofonstecker müsst ihr auch nicht immer mein Gesabbel die ganze Zeit hören. Das heißt, die letzten Fahrtage werden jetzt verhältnismäßig ruhig. Bei Sostanj riskiere ich noch einen Blick auf den gleichnamigen See und das dazugehörige Wärmekraftwerk. Es zählt zu den modernsten Europas und deckt über 30% von Sloweniens Strombedarf. Dass hier allerdings vor allen Dingen Öl und Gas verbrannt werden, riecht man leider. Nach einer letzten Pause folge ich der Straße weiter in die Berge Richtung Rogla. Ein paar Kilometer hinter dem Ort soll mich mein Glück dann aber doch noch kurz verlassen. Es ist einfach toll, von Rogla hier runter. Das geht jetzt bis Oblotnica und man kann im nächsten Ort theoretisch nochmal auf die 901 oder 921 abbiegen. Ja, das sieht auch wieder nach sehr, sehr viel Schotter aus. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da Bock drauf habe oder ob ich dann einfach ankommen will. Die Straße weiter nach Oblotnica ist gesperrt. Bei der Umleitung steht Einfahrt verboten. Internet ist nicht vorhanden. Bevor ich jetzt einen Weg wähle und dann im Zweifel wieder umdrehen muss, beschließe ich an den Ferienhütten jemanden zu suchen, den ich einfach fragen kann. Ich finde ein italienisches Pärchen, die mir erzählen, dass eine Brücke nach Oblotnica eingestürzt ist und auf der Umleitung, wo Einfahrt verboten steht, erst vor ein paar Tagen die Straße abgebrochen ist. Sie erklären mir aber auch, dass wenn man einfach weiter Richtung Oblotnica fährt, noch eine andere Umleitung kommt. Das war schon mal gut zu fragen. Hier hat keine Technik der Welt geholfen. Internet war rar und auch Google kannte diese Sperrung nicht. Ich finde die beschriebene Umleitung tatsächlich, auch wenn ich mich frage, wo mich das wohl hinführt. Immer weiter folge ich der mal besser, mal schlechter ausgebauten Schotterstraße. So richtig bleibt mir ja nichts anderes übrig. Dafür werde ich dann im nächsten Dorf mit einer gigantischen Aussicht belohnt.
jetzt bin ich zwar wieder auf Asphalt unterwegs, so richtig hold ist mir das Glück aber auch noch nicht. Ich muss der Umleitung folgen, die mich irgendwann durch ein Bergwerksgebiet führt, aber dann tatsächlich wieder auf eine größere Bundesstraße führt. Seit über 12 Stunden bin ich jetzt auf dem Bike. So langsam fühle ich die Anstrengung und die Müdigkeit. Um nicht erst um Mitternacht was zu essen, beschließe ich kurzerhand noch vor Maribor zu halten. Es gibt Pizza und viel Flüssigkeit. Ja, was sagt man dazu? Nach 13 Stunden Fahrt habe ich es dann doch noch geschafft, auf den letzten Meter ein kleines Weingut zu finden. Noch 2 Flaschen Wein eingekauft. Jetzt geht's auf die letzten Meter Richtung Maribor. Im letzten Abendlicht erreiche ich schließlich die zweitgrößte Stadt Sloweniens. Schon der erste Eindruck ist fantastisch. Das Abendlicht spiegelt sich in der Drau, während man in die Altstadt fährt. Ich bin völlig erledigt und einfach nur froh, jetzt ins Bett zu kommen. Auch die Wahl, mal wieder das Hotel und nicht das Zelt zu nehmen, war jetzt hier geschickt. Um 22:30 nachts noch ein Zelt aufbauen funktioniert meistens auf den Campingplätzen nicht mehr. Nach dann doch am Ende 13 Stunden Fahrt gestern war ich dann am Ende doch echt platt. Auch ein bisschen ausgeschlafen, bin jetzt gerade noch ein bisschen am Daten sichern und gleich schaue ich mir ganz in Ruhe Maribor an und da freue ich mich jetzt schon drauf, vor allen Dingen, weil es recht übersichtlich ist. Maribor, auch Marburg an der Drau genannt, hat gut 100.000 Einwohner und ist neben dem historischen Stadtkern vor allem für seinen Wein bekannt. So lasse ich es mir nicht nehmen, eine Führung samt Kostprobe durch die historischen Weinkeller der Stadt zu machen. Mit über 25.000 Quadratmetern an Fläche zählt er zu den größten Weinkellern Europas. Er wäre sogar etwa doppelt so groß, aber ein gutes Drittel ist Tiefgaragen zum Opfer gefallen. Und einen anderen wesentlichen Teil haben die Nazis zugeschüttet, damit die Bevölkerung Maribors sich nicht verstecken konnte, als Hitler in der Stadt zu Besuch war. Ich erfahre außerdem, dass ovale Fässer zur Fermentierung und runde zum Weintransport genutzt werden. Für die Produktion werden die Keller allerdings nicht mehr verwendet. Hier lagern lediglich noch ein paar sehr rare Weißweine, die noch zum Teil aus den 40er Jahren stammen. Weißwein muss alle 5 bis 10 Jahre umgefüllt werden, damit er nicht schlecht wird. Weil dabei natürlich auch was schief gehen kann, werden die Flaschen immer rarer und teurer. Preislich liegen sie zwischen 250 und 25.000 Euro. Der Rest vom Keller wird vor allem als Event- und Veranstaltungsfläche für Konzerte, Feiern und Hochzeiten genutzt. Ich bin ganz froh, dass ich verhältnismäßig spät und gut gefrühstückt habe. 12 Uhr Weinführung im Keller mit 3 kleinen Gläsern Wein danach. Boah. Also ich merke so ein bisschen, aber das ist aber gar nicht so schlecht, weil jetzt geht zumindest die innere Sonne auf, weil hier ist jetzt gerade grau und gewitterig. Schau mal, jetzt werde ich mir wahrscheinlich irgendwo ein nettes Café oder sowas suchen. 2 Stunden soll es auf jeden Fall noch regnen. Dann geht es irgendwie weiter. Je länger ich durch Maribor laufe, desto sympathischer wird mir die Stadt. Wunderschön, sehr historisch, direkt an der Drau gelegen und mit gutem Wein gesegnet. Hier lässt es sich sehr gut aushalten.
Das hier hinter mir ist übrigens der älteste Weinstock der Welt. Der wurde auf 400 bis 450 Jahre datiert, die Pflanze. Und schlängelt sich hier in so einem schönen Haus direkt an der Drau entlang. Wird dementsprechend auch geschützt, ist hier eines der Haupttouristenattraktionen. Fetter Stahlzeug, Kamera, alles dabei. Für jetzt. Weiter geht es jetzt noch auf einen kleinen Hügel hoch, an den Rebstöcken vorbei. Für einen Blick auf die Stadt. Und dann schauen wir mal. Später müssen wir noch was essen. Statt Mittag gibt es ein türkisches Pistaziengebäck und einen Kaffee, bevor ich den Weg zum Aussichtspunkt über der Stadt in Angriff nehme. Also der Ausblick hat sich auf jeden Fall mal richtig gelohnt. Es war zwar leider etwas diesig heute, aber die Landschaft hier ist wirklich absolut traumhaft schön. Ich weiß nicht, ob man es schön sieht, aber eher schwer zu erkennen. Ja, klappt nicht so richtig. Aber der Aufstieg zur Pyramide lohnt sich auf jeden Fall richtig. Also Pyramid nennen die das hier. Gucken wir mal schön über Maribor gucken. Ja, jetzt gibt es noch irgendwas zum Abendessen. Und morgen früh geht es auf die Autobahn Richtung Norddeutschland. Zum Abend wandere ich nochmal an der Drau entlang und entdecke Dutzende Schwäne, die hier in den Abendstunden wohl immer ein bekannter Anblick sind. Im Abendlicht bekommt die Altstadt hier schon fast etwas Mystisches. Danach geht es ab ins Bett. Maribor bleibt aber definitiv eine klare Empfehlung für jeden, der Sloweniens Osten erkunden will. Kurz vor der österreichischen Grenze habe ich jetzt auch nochmal getankt. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, es ist Feiertag, es ist der 15. August, Maria Himmelfahrt oder sowas, haben wir in Bayern auch gehabt. Das wird sich jetzt entweder sehr positiv oder sehr negativ auf die Stausituation auswirken. Ich bin mal gespannt. Am Ende sind wir alle die Summe unserer Erlebnisse und Erinnerungen. Und viele davon werden für mich bedeuten, irgendwo an der Straße auf dem Boden einen Snack zu essen. Das ist gut so, denn genau diese scheinbar belanglosen Momente machen das Leben aus. Sie brennen sich tief ein, weil sie echt sind, weil sie nicht perfekt sein müssen, um glücklich zu machen. Glück liegt nicht im großen Ziel am Ende der Straße, sondern in den kleinen Dingen dazwischen. In einem kalten Getränk nach 12 Stunden Fahrt. Im Geräusch des Motors, wenn er zum ersten Mal in der Saison wieder anspringt. Oder in der Stille eines einsamen Passes, den man ausnahmsweise mal ganz für sich alleine hat. Und genau deshalb lohnt es sich immer weiterzufahren. Damit ich dann auch weiterfahren kann, wäre es ganz toll, wenn ihr mir noch ein Abo dalasst. Bis zur nächsten Reise. Ciao.